Manchmal wird's so laut hier draußen, dass man gar nicht mehr merkt, was alles fehlt. Gärtnern mit vielen Arten. Was genau machen die da? Vielleicht können die mir mit ihrem Projekt helfen, denn ich habe langsam keine Lust mehr, überall vertrieben zu werden. Im Garten leben wir mit Trockenheit, neuen Schädlingen und auch dem Klimawandel. Wir merken aber auch, dass Arten nach und nach verschwinden. Zum Beispiel ist der Igel seit 2024 als gefährdete Art eingestuft. Aber Gärten sind auch Rückzugsorte. Hier wird ausprobiert, was in der Gesellschaft gerade diskutiert wird. Ja, und mit dem Igel verschwindet auch die Kultur. Diese alten Geschichten vom Heckenschwein. Auf Englisch heißt er ja Hedgehog. Aber wer weiß das schon noch, was da ursprünglich für eine Bedeutung hintersteckte. Das heißt, wenn die Natur verschwindet, verschwindet auch die Kultur. Und das Schritt für Schritt. Im Garten werden viele satt. Pflanzen, Bienen, Würmer, ich. Und wenn es uns gut geht, freut es auch die Gärtnerinnen und Gärtner. Sie müssen weniger Schnecken absammeln. Sagt mal, wenn ihr hier über Gärten redet, komme ich da eigentlich auch vor? Na klar, du bist eines der Lebewesen, mit denen wir Menschen seit Jahrhunderten leben. Deshalb gibt es auch viele Redensarten und Märchen mit dir. Trotzdem verstehen einige Menschen erst, wie wichtig du bist, wenn du nicht mehr da bist. Deshalb arbeiten wir mit der Gartenakademie zusammen, damit die Gärten für die Igel und ihre Kinder ein sicherer Ort bleiben. Für unsere Forschungsgruppe sind Gärten besondere Möglichkeitsräume. Hier begegnen sich Menschen und andere Lebewesen, hier entstehen Beziehungen und damit ergeben sich auch neue Möglichkeiten. Und man lernt so viel dazu, wie man Tomaten durch heiße Sommer bringt und welche alte Sorten sich bewahren. Im Garten ist ständig was los und verändert sich. Neue Insekten kommen dazu und manchmal leider auch unliebsame Gäste. Und was können die Menschen ganz konkret für mich tun? Laub liegen lassen ist wichtig. Für die Insekten, Regenwürmer, Vögel und natürlich auch für den Igel. Und bitte keine Mähroboter. Für die Igel sind die echt gefährlich. Aber man kann den Rasen noch einfach wachsen lassen. Dann entsteht schnell eine Blumenwiese und da, wo die Kinder spielen, da kann man dann einfach mit dem klassischen Rasenmäher mähen. Ein Garten ist niemals fertig. Hier arbeitet man zusammen mit Pflanzen, Tieren und dem Boden. Hier wird ausprobiert. Und manchmal heißt es dann auch Platz lassen für die, die kleiner sind, langsamer und auch stacheliger. Im Garten gibt es leider auch Tabus. Zum Beispiel, wenn man Schnecken tötet. Und da spricht man nicht so gerne drüber. Und es kommen auch neue Arten in den Garten. Neue Pflanzen, neue Tiere. Und es wird entschieden, wer bleiben darf und wer nicht. Polykrise, Klimawandel, Artensterben. Die Menschen suchen Antworten. Und ich sehe, die finden sie hier, im Garten, in der Zusammenarbeit von vielen Arten. Ich bleibe, wenn ihr mich lasst.